Freunde, wollen wir als nächstes das neue Video von Mr. Beast gucken? Ich habe irgendwie Bock drauf. $1 versus 100 Millionen Dollar Car. Das klingt schon interessant. Untertitel auf deutschen Hasen angelehnt, damit es alle verstehen. Behind me are the most expensive cars in the world. No joke, we got our hands on over $250 million worth of cars. Ja, das habe ich mich auch gefragt, Bro, wo findet man ein Auto für $1? Aber ich denke mal, er wird irgendwie so Bobbycar holen oder so ein Scheiß und das als $1 Auto hinstellen. Das denke ich. Them even costing $100 million. And we're gonna be exploding, sailing, driving, and even flying all of these cars to show you why they're so expensive. Starting with this $1 car. Literally a rust bucket. Why are you selling this car for $1? Well, you see, it's pretty much worthless. And I can't put any time or money. Bro, er sieht aus wie GTA NPC. Nein, wie Red Dead Redemption NPC. If you grab this dollar, the deal is final. Now, obviously, this is a piece of garbage. But when you spend $20K on repairs, it actually runs. All right, let's get this bad boy started. Oh! I did not think it would start. How is this thing driving? It smells like smoke. This is crazy! $1 car! $1 car! $1 car! Haben die echte $20.000 ausgegeben, um diesen Müllhaufen zu reparieren, Bruder? Alright, well, that was the $1 car. Glad I wasn't in that. Boah, guck mal hier mit der Skala, richtig cool. Junge, wie viel Geld er für diese Videos ausgibt, das ist schon heftig. In the $100,000 car, which drives itself. No joke, no one is currently in this car and it is moving. Let's see what a Bro, das ist so ein abgesprochenes Sponsoring mit Elon Musk, habe ich das Gefühl, ne? Irgendwas sagt mir, dass es so ist. Ich habe das Gefühl, er hat Batzen dafür bekommen, dass er das zeigt. 100 grand gets you. There's a lot of room in this car. This is one of the few cars that can actually fit all my kids. Do you have kids? Yeah, all of them. Let's take it for a little spin. The real reason you're buying a Tesla is because it can drive itself. All right, I'm no longer driving the car. Oh, it's switching lanes. Whoa! It is literally driving itself. Das ist schon krass. Ich weiß aber nicht, ob ich dem Auto vertrauen würde. Aber die Frage ist, vertraue ich mir meinen eigenen Fahrküsten oder den Cyborg-Auto-Dings? I'm not touching the gas and I'm not touching the steering wheel. Jimmy, are you telling me now you can take a nap while driving? No, don't do that. Oh, okay. Now, let's see how fast the car can go. It jerks you backwards. That's terrifying. This is just the beginning. Later, we have a car that literally transforms into an airplane and flies. But Was? now... Look at that Lambo. Oh, I almost hit it. I just left the keys in here? How'd nobody steal it? And even though this costs twice as much, it has half as much space. I don't know if I'd pay 200. Bro, diese Sportautos sind so ungemütlich. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch an einen Tag, ne? Da waren wir in Köln im Studio. Marc Gebauer hat uns nach Hause gefahren. Und er hatte hinten noch so Plätze, die waren aber so... Also er hatte hinten keine Türen, sondern man musste die Sitze nach unten machen und dann nach hinten gehen und sich reinquetschen, okay? Da war er, da war Beifahrer und hinten war ich und noch ein Kollege. Wir waren zu viert in einem Porsche, der war so eng, seine Mutter. Dieser Porsche, den er damals gehabt hat, ne? Bro, ich saß da eine Stunde, wisst ihr, was passiert ist? Ich bin irgendwann im Auto, ich weiß nicht, was es war, ich bin entweder eingeschlafen oder ohnmächtig geworden, ich weiß nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall, ich war da drin und mir die ganze Zeit schlecht, ich wollte kotzen, ne? Mir war richtig übel, Bruder, weil, weißt du, das war so ungemütlich in dem Auto. Ihr müsst euch vorstellen, ich wog damals 120 Kilo plus, ne? 120 Kilo, Bruder, mein Arm war fast 60 Zentimeter breit, okay, mir ging's nicht gut. Auf jeden Fall, ich saß da so, und ich habe die ganze so, gemacht. Und ich weiß noch, Marc meinte die ganze, Bruder, geht's ihm gut? Ey, nicht kotzen, hat er so gesagt, ne? Irgendwann mal, Wallah, ich bin so weggenickt oder ohnmächtig geworden. Ich war dann so... Ey, und die meinten, ich war so 20 Minuten weg. Ich war einfach weg. Also ich war nicht ansprechbar. $100K for this car because I don't fit in it. Do they even know how to drive a Lamborghini? How do we do Ford? I think you just click the shifter. Einfach fast gestorben, ja. Alright. And now we're on the road. Oh, that sound. Oh my gosh, she sounds angry. Was hast du genommen? Sukuna, das ist das Testo, was ich abgesetzt habe. Dang, she's got some power. Oh my gosh, this car is insane. I'm barely touching the gas and we're flying. This might be the fastest car I've ever driven. If you need to compensate for something, this is definitely the car. And now we are at the $300,000 car. And this is supposedly... Bruder, was ist das für ein Babawagen? The safest car on the planet. It's like a tank. Is this a military-grade car? Yeah, this is so high up. You were also just in a Lamborghini, to be fair. True perspective. Let's go over what makes this car.
Und so ein schönes Auto. Ich muss auch zugeben, ich bin eher so ein Typ, ich mag so massige, starke, breite Autos. Ich mag nicht so diese kleinen, süßen Sportwagen. Wisst ihr, natürlich, Leute haben unterschiedliche Geschmäcker, aber ich bin so full eher der Fan von sowas. Car so safe. First things first is the bulletproof windows that are this thick. The car is also encased in explosive-proof armor that we're gonna put to the test later on. Carl, do you want to press the buttons? So bad. You want to hit the smoke screen button? Please? Whoa! Whoa! That is crazy! We have a literal smoke screen. Was? Bruder, stell dir vor. Oh my gosh, it smells! But the best part is, none of these features are what make the car really safe. Das sind aber so Autos, die werden nicht normal für Leute zum Verkauf angeboten. Ne, ich denke mal, das holen sich so Präsidenten und richtig wichtige Menschen ein auf denen. Also natürlich, wir sind alle gleich wichtig, aber Leute, die von sich behaupten, dass sie wichtig sind. It's the literal explosive-proof frame around the car. And we're gonna be the first people to test it. And for reference, before we blow up the $300,000 car, we're gonna blow up a normal car to see if the passengers survive. 3, 2, 1! Not only is it on fire, but the mannequins literally flew out of the car. It blew a sunroof into that thing. It doesn't Bro, what the fuck? Hätte er lieber mir das Auto gegeben, ne? handle it well at all. And before we blow up this car, I'm gonna put Feastables inside of it. Better protect my freaking chocolate. So supposedly, this car is explosion-proof, but that's never been tested. Es ist explosionssicher? Wer gibt sowas überhaupt an, Bruder? Stell dir vor, du kaufst dir ein Auto und da steht, das Auto ist immun gegen Explosionen. Let's see if the mannequins and even more importantly, the Feastables survive. 3, 2, Bro, kennt ihr diesen einen Film, wo so ein Typ verliebt ist in eine Schaufensterpuppe? Als Kind, dieser Film hat mich immer so verstört. Oh mein Gott. 1! It just jumped! The car actually survived the blast with only a few minor scrapes. It put a Bro, niemals. dent in the window. Wait, hold up. Where are the Feastables? Chandler, get out the way. Chandler, the Feastables survived! Hä, als ob dieses Auto noch steht. If you're looking for a car that can take a bomb, I officially recommend this one. But since we're not going to war anytime soon, for only an extra $200,000, you can get this $500,000 boat car. Ja, okay. Da würde ich mir aber lieber das andere holen, sage ich euch ehrlich. Also da würde ich mir eher das für 300.000 holen, Bro. Das ist für mich unnötig. This is a normal car. You can't really tell the difference. But here's the fun part. Just drive it in the water and it turns into a boat. We're gonna let Carl go first. Here we go! Oh, this doesn't feel right. This doesn't feel right. I'm having them go first just so I can make sure it works. Are we sinking? No, we're floating. It looks like it worked. Let's see what happens. What the fuck, sowas gibt es schon? So ein Pinguin-Dings? Oh my god, we're driving in the water. Holy! So you press this until you hear a beep. That's a beep. Now I should be able to drive this like a normal car, but on the water. Tia, hold on. Woo! Oh, this is incredible. Woo! This was literally a car 5 seconds ago. Yeah! Okay, das ist schon cool, muss man zugeben. Das ist schon heftig. Stellt euch vor, wie schnell ihr von A nach B kommen könntet damit. Es gab es schon im Zweiten Weltkrieg auch eins, was schwimmen konnte und so. I wouldn't be out there with them, but I get car sick and boat sick. Oh, we're getting there. Oh. Whoa! 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 Oh my God! All right, Carl! Carl! They should not have let me drive this. Bro, wisst ihr, was voll geil ist? Zum Beispiel, ich finde das generell cool in Türkei. Bro, du siehst so Wasser und du siehst überall so kleine Inseln. Bro, mich hat immer interessiert, was auf diesen Inseln ist. Leben da Leute? Gibt es da eine Zivilisation? Was ist da? Ich sehe da auch manchmal Gebäude und so. Manche Inseln, die sind leer. Ich würde da voll gerne mal hingehen und das abchecken. Das habe ich schon mal in Alanya gesehen. Und in Istanbul habe ich auch so kleine Inseln gesehen. Das war richtig interessant. Dort leben Leute, ich war dort. Ich habe mal gehört, es gibt eine Insel, ne? Ich weiß nicht, ob das in Istanbul in der Nähe ist, aber es gibt eine Insel, dort sind keine Autos, dort sind keine so mechanischen Fortbewegungsmittel, da leben die Leute und reiten noch Pferde und so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das hat mir ein Türke erzählt. Number 1, stay really far away from Chris. We're driving in circles.
Oh, they're doing donuts in the water. They're making a whirlpool. Ja, Ada. Ja, das ist in Istanbul. Junge, wie cool ist das denn? I just met this guy 5 seconds ago. We're gonna race. 3, 2, 1, go! Oh, he's just so much faster. He's not even trying. Come on, faster! Oh, we're destroying him. Oh, this is so terrible. I can't believe we just beat him. This thing goes way too fast. I can't think of a better way to celebrate a win than a Festivals bar. Kannst du da auch hin? Ja, man kann da hin. Also, soweit ich weiß, es gibt so Boote, die dich da hin dingsen. Hey, have some Festivals. Oh, hey! I got it! Festivals is the #1 chocolate on the planet. If you're not eating it, you should fix that. The fact that all 3 of us are driving cars on the ocean is insane. Jimmy, I love this thing so much. And the craziest part is, this is just the beginning of this video. The next car on our list can literally fly. And since I'm afraid of heights, I let Carl and Nolan take this one. Okay, das sieht schon geisteskrank cool aus, ne? Aber die Funktion bringt mir nichts. Ich bleib immer noch dabei, dass ich mir eher das 300k Auto gönnen würde. Also wenn man jetzt sagen würde, Bro, von dem Video bis jetzt, welches Auto würdest du wollen, aber du kannst das Auto nicht verkaufen. Du musst es behalten. Ich würde das 300k nehmen. Dude, what is happening? This car is not only completely street legal. Guck mal, lasst uns am Ende schreiben, welches wir nehmen würden, okay? Preis, merkt euch den Preis, welches das war. But it also has wings that can take you literally 8,000 feet in the sky. There's literally a propeller on that car. Aber Chat, ohne den Preis, also du würdest das Auto kriegen, aber du darfst es nicht verkaufen. Stay here and watch it take off. I'm gonna go in that plane and follow it. I just don't believe that this is actually gonna fly. It's taking off! The wheels aren't on the ground anymore! It's literally a car that's flying. What the These cars are getting fuck? crazier and crazier. I can't even believe my eyes. There's a car a mile above my head right now. Denkt ihr, sowas wird jemals passieren, dass es wirklich normal sein wird, dass Autos fliegen und es auch in der Luft so einen richtigen Verkehr gibt? Ich glaube irgendwie nicht, Bro, dass das so wirklich gängig werden wird. Ich denke auch, das würde zu viele Probleme machen, Bro. Mit Unfälle generell und so weiter und so fort, dass Leute Scheiße bauen, dass man das nicht kontrollieren kann, dies, das, pipapo, Mexiko. That was so cool. I feel like for $600,000, this is a steal. Up next is the $1 million car, but I didn't only bring one of them. As you can imagine, there are a lot of $1 million cars out there. So to make sure I brought your favorite, we got the 10 coolest $1 million cars. And as Was, Bro? Wie dreht er diese scheiße Videos? Ich bitte dich. Wie viel Geld verdient er mit diesen Videos? Ich küsse sein Herz. Wie lohnt sich das? Bro, allein für das Video, wie viel Geld er ausgegeben hat, ne? Natürlich, er hat die jetzt nicht unbedingt gekauft, aber selbst wenn er die jetzt angemietet hat oder was weiß ich was, das ist so krank, Bruder. as per usual, we had the entire racetrack to ourselves. So I let my friends choose whatever car they wanted. I'm gonna just ride with you. You pick. Look at this view. Am I gonna fit in this? All right, I'll try not to text and drive. It's private property. It's technically legal here. Oh, here we go! Lambo schon ein geiles Auto, ne? Aber ich würde niemals im Leben, ne, selbst wenn man mich gefühlt dazu zwingen würde, wenn ich Führerschein hätte, in Istanbul ein Lambo fahren. Bruder, wisst, ich habe sogar hautnah miterlebt, wie Leute ihren Wagen am Boden einfach zerkratzt haben oder so. Wegen diesen Sprungdingern. Nein, Bro, vergiss. Ich schwör's dir, nach 2 Tagen dein Auto sieht untenrum aus wie, keine Ahnung, Schleifstein oder so. We're never gonna die! Well, jinx it. I feel like I'm in NASCAR. I'm having so much fun. This feels like Fast and Furious. There's just something so masculine about driving overpriced, loud cars On a private racetrack. on a private racetrack. Hold on, I gotta set a test. Bro, allein, dass er diesen Platz gemietet hat und so, ne? Junge, wisst ihr, wie viel Geld das kostet? Das ist krank. No, I'm kidding. I'm crashing in this. Please don't. Car. Oh my God, we're doing donuts in $1 million car. And while the game's whizzing around the track, I want to show you the next car. This $2 million limited edition hydrogen car. No joke, this car is Bruder, das sieht aus wie ein Roboter. completely powered by hydrogen and actually exhales drinkable water as exhaust. But the car is still being developed, so this is just a prototype. I don't think I've ever struggled Das Auto ist nicht mal released, Bruder. Es ist ein Prototyp, welches angetrieben wird mit Wasser oder was? this much to get in a car. Whew. All right, let's see how she closes.
Wenn du darüber nachdenkst, er ist nicht mal Top 10 der reichsten Menschen der Welt. Bruder, er ist nicht mal annähernd. Ich glaube, er ist nicht mal Top 100, oder? Ist Mr. Beast überhaupt in den Top 500 der reichsten Menschen der Welt? Nein, Bro. Und trotzdem, guck mal, was er sich leisten kann, was er machen kann in den Videos. Das ist so unnormal heftig. Wenn du dir vorstellst, Bruder, wenn du dir vorstellst, wie viel Geld diese Leute an der Spitze besitzen, das ist krank, was die alles damit machen können. First impressions, door kind of slow. We're about to turn on the road. This is a really big deal because this car has never Das Auto sieht aber schon futuristisch cool aus. been driven on a road before. Oh, you should have told me before I got in. They built this car as a proof of concept, so driving it on the road is questionable. Oh, look at that lady over there. That person over there is literally filming our car. And while we're driving, I want to tell you about the Samsung Galaxy Z Flip 5 phone. And what's special about this phone is it literally folds in half. Boom, half. Bro, stellt euch vor, wie viel Geld im Samsung für dieses Sponsoring gegeben hat. Sagt mal bitte eine Summe, was denkt ihr? Ich denke irgendwie, Bruder, es geht schon zu auf den Millionenbereich. Ohne Scheiß, Bruder. Es klingt vielleicht verrückt für euch, aber ich kann es mir vorstellen. 15 Millionen, 2 Millionen, 1,5, 20 Millionen, 2,5 Millionen, 3 Millionen, 5 bis 10 Millionen, 700k. Bro, 700k safe nicht dies, das. Safe nicht. Also ich sage Minimum im Millionenbereich. Minimum. Also, I'd wear a seatbelt, but it doesn't have one. They haven't gone that far yet. The folding screen on the Flip 5 makes the phone fit in your pocket better and also allows you to use 2 apps at the same time. Show 'em. Let me show you. On the bottom half of the phone, I have Google, and on the top half, we're watching a Mr. Beast video. Oh, snap. Bro, this boy gets up there. Yeah. Even though this car uses hydrogen instead of gas, it still has a range of over 8. Aber schau mal, wie viele Klicks das Video hat. Also rentiert es sich für die Mega. Junge, für diese Reichweite, ne? 100 Millionen Aufrufe, dass deren Handy da gezeigt wird. Boah, das ist Werbung seiner Urgroßmutter. Das nimmt so Maße an, die hätte man sich vor ein paar Jahren niemals vorstellen können. 1,000 miles and a top speed of 221 miles per hour. And another cool thing about this phone is it can record in 4K 60 FPS. You can even record while it's folded. In fact, the Samsung Galaxy S23 Ultra is the official vlog camera of the channel. Oh, listen to that engine. What? That's such a cool sound. It literally has a front-facing camera even when you close it down. The Flip 5 is the most innovative phone. Man muss sagen, diese Flip-Handys sind schon cool, aber ich weiß nicht, ich fühle mich davon nicht, also ich fühle mich davon immer noch nicht so angesprochen, dass ich mir eins holen würde oder mir denke, boah, Baba. Samsung has ever made. Click the link in the description to copy Aber ist eigentlich cooles Handy, no. one right now. Do it. There's a lot of cars around me and everyone, get away from my $2 million car. I'll see you at the next car. Back at the racetrack, we have the most exotic and powerful car yet. Costing $10 million, this Boah! Junge, das sieht schon krass aus, Chat. Vader is the only one in existence. So this is the world's fastest production car. Oh my god. And with literal crushed diamonds in the paint, the insurance companies would only let Da sind Diamanten in der Farbe drin? the owner drive it. That's probably the coolest door I've ever seen in my life. You're crazy. All right, let's do this. Do this. Fun fact, I made a grown man cry. Really? Yeah, I scared the crap out of him. I'm gonna put my head back so I don't get whiplash. Ey, mir ist aufgefallen, ne? Leute, die so ein richtig teures Auto haben, die geben auch meistens richtig gerne damit an. Wallah, das ist mir aufgefallen. Also, Bro, die mögen das, dieses, oh mein Gott, das ist so krass. Guck mal, wie das aussieht. Und wenn die Leute ihn angucken, ihm Aufmerksamkeit geben und dieses Auto fotografieren oder, Bro, die meisten Leute, die lieben das. This is so fast! I've never... One second. The reason this car is one... Aber glaub mir, das hat auch Schattenseiten, ne? Ich kenne einen Jungen, der hat immer so voll teure Autos und so, ne? Er macht so Management-Stuff. Und wir haben uns einmal mit dem drüber unterhalten und er meinte, oft, wenn er draußen ist, er wird von Leuten totbeleidigt. Er meinte letztens zum Beispiel, er war bei der Tankstelle und so ein alter Mann, er hat so in seine Richtung gespuckt, weil er gesehen hat, dass er ein teures Auto fährt und so. Hat mir schon irgendwie leid getan, Bro. Also, egal jetzt, ob der korrekt ist oder nicht, ist doch unnötig sowas, Bro. Wieso machst du sowas? One of the fastest on the planet is because of its twin turbocharged Klassiker, nichts gönnen. Er meinte, ihm passiert sowas wöchentlich, Bruder, wöchentlich. Er meinte, jede Woche Minimum so einmal passiert ihm sowas. V8 engine. And the fact that its entire frame is made out of air core carbon fiber, making it weigh 500 pounds less than a Lamborghini. I've never witnessed anything like this before. It's like riding in a roller coaster. My heart is pounding. That's crazy. Well, that was awesome. Thank you, sir. Thank you. Let's go hang out with Jay Leno and see what a $20 million car looks like.
All right, Jay Leno was the king of The Tonight Show for over 20 years. Today, he's the proud owner of one of the most impressive car collections in the world, including this $20 million McLaren. Ich weiß gar nicht, was das teuerste Auto war, in dem ich gesessen bin, Bro. Kein Plan. Ich saß schon voll oft in der G-Klasse, ne? Und G-Klasse, du kannst nicht wissen, Bro. Zum Beispiel G-Klasse hier in Türkei kostet mehrere Millionen und in Deutschland kostet das um einiges weniger. Dann gibt es so Pimp-Editionen von G-Klassen, die so Brabus-Dinger sind, die dann nochmal teurer sind. Im Porsche bin ich mal gesessen. Dieser Audi von Alim damals, dieser RS7, der war ja auch übelst teuer. R8 bin ich auch mal gesessen. Ich bin mal in einer, also S-Klasse bin ich sehr, sehr oft drin gesessen. Pietro Lombardi, ne, wenn er halt immer da war, er war immer in S-Klasse da. Muss zugeben, S-Klasse generell schon ein geiles Auto. F1. Did it just start doing that because of you? It's high-tech. Robbers, don't try that. And what makes it so valuable? It's a V12 carbon fiber. It's extremely light and it was 241 miles. Wie fandest du Audi R8 eigentlich? Bruder, guck mal, Alim hat den ja am ersten Tag zerkratzt, ne? Er hatte den nur für einen Tag, Bro. Also, was heißt einen Tag? Aber der hatte den für so 2-3 Tage, bis er sein RS7 kriegt, okay? Die meinten so kurz, du darfst den fahren. Junge, und dann, Bruder, er ist einfach auf Bordstein hochgefahren. Nennt man das so? Diese Kante, die so übergeht. Bro, er ist einfach da drüber gefahren. Und dann, er ist schon fast drauf. Und ich sag ihm so, Bro, what the fuck, was machst du, sage ich Alim. Alim guckt mich so voll schockiert an, ne? Wisst ihr, was er macht? Er ist schon fast voll drauf, ne? Bro, IQ 500 Move, er macht Rückwärtsgang und fährt nach hinten. Also, guck mal, er fährt erstmal komplett drauf und dann wieder raus, Bruder. Ich sag ihm, Bro, wieso bist du nicht einmal weitergefahren? Was machst du? noch ein Stück. Miles an hour, which is still the fastest for a non-turbocharged, non-supercharged car. I'll show you something kind of cool. You got 3 seats, as you can see. Wow. The car is about 2,300 pounds. Your most modern cars are 4,000. It's more comparable to Nolan's mom than another car. That's right, exactly. In fact, Nolan's mom was really the one they used as the benchmark. You guys want to go for a ride? Of course. There's no way getting in that middle seat. Einfach Mütter wurden gedisst, Bruder. It's actually comfortable. Oh, it's not bad. Yeah, it's not bad. It doesn't look bad at all. It's comfortable. Boah, beim Einsteigen Genickbruch, was ist das? It's oddly comfortable to have 3 seats like this. Yeah, it is pretty interesting. Because normally this is where the wheel is. Or if you were in England, this is where this wheel would be. Oh, das ist ein McLaren. McLaren? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry. Junge, gleich bricht Krieg aus, wie wenn ich Sarah sage. Ihr sagt, Sarah nennt man das. Sarah, Bruder, du hast falsch gesagt. That's right. Well, you can be in England, you can be in America. How long have you had this car? What year were you born? 1998. Actually, I got this in 98. I popped out of my mom and he's like, you know what, let's celebrate by buying this car. That's right. Now here's the second part. I'm your dad. Oh. Interesting. How much did you buy this for? I paid $800,000. Wow. And I bought it, and people thought, oh, you'll never get your money back in. But then it just went up and up and up and up, and now they're $20 million. You know, so it's crazy. This car basically made you a million. Bro, Autos sind schon ein interessantes Geschäft, ne? Wie krass die an Wert steigen, Bruder. Das fasziniert mich. Generell, wie klug manche Leute sind. Egal ob mit Uhreninvestitionen, mit Autos, mit Immobilien und so. Bro, wenn man smart ist und so einen gut angesparten Betrag an Geld hat, es gibt manche Leute, die haben sich da dumm und dämlich verdient. $1 million a year every year you've owned it. I guess that's fair to say, yeah. Carl, what do you think of the car? I like it. What's stopping you from buying one? $19.9 million. Have you ever had a wreck? Yeah, I've had a lot of wrecks. Thank you so much for taking us out. No problem, guys. That was perfect. These next 2 cars are so expensive that they are literally locked away in a museum at all times. Combined, they cost $80 million, and somehow we convinced the museum to give us the cars. Looking good? Was? Die Autos stehen im fucking Museum und er hat die davon überzeugt, dass sie ihm geliehen wurden? Will er mich verarschen, Bro? Wie geht sowas? This is where the video gets literally mind-blowing. Crank this bad boy up. That's the 30 miller. Let's hear the 50 miller. Not gonna lie,
Das Ding ist, ich habe das Gefühl, er denkt sich in dem Moment, Bruder, wenn ich das kaputt mache aus Versehen, auch nicht schlimm. Ich kann das zahlen. Im schlimmsten Falle, ne? Denkt er sich. Dann habe ich eine krasse Story. Like the $50 million one a little better. So I jumped in the $50 million car with Donut Media, and Chandler got in the $30 million car with Bo Bachman, the car legend. You ready? Are you ready? I'm ready. Let's do this! The reason the car that Chandler is in is so expensive is because it was specifically constructed as a gift from the founder of Ferrari to the founder of Ford. This is the only version of this Ferrari ever made in human history. Oh, watch out for this bump. No scrapage. Okay, you don't really notice Sehen aber schon schön aus, die Autos, seien wir mal ehrlich. how like crappy the street is until you drive something that's $50 million. The car we're in is the most expensive Jaguar in existence. It was the legendary actor Steve McQueen's daily driver, and he got so many speeding tickets driving it that his license was actually suspended. I'm Kranker Shit. noticing every single pothole now. And because these cars are so expensive, we have an entire police escort dedicated to making sure nobody comes close to the cars. Junge, will er mich verarschen? Ist das sein Ernst? Er hat eine scheiß Eskorte, die einfach mit ihm mitgeht. It's insane. Hey, get some speed. How's it drive? Beautifully. Woo! Oh, my hat! Oh, well. And while we were all having fun, Bo Bachman pushed the $30 million car to its absolute limit. Wait. Hold on. Hold on, the car stopped. Hold on 1 second. We hit it too hard. The $30 million car stalled. We're gonna hop out of these things before we break them. Let's go drive the $100 Bro, stell dir vor, er hat das kaputt gemacht. Der Bre ist in Teufelsküche. million world's first Ferrari. Most people would imagine a $100 million car would look something like this. But you'd be surprised to find out that this... Bro, es ist so schwer, Oldtimer zu steuern, ne? Also, Maestro meinte, er hat mal für ein Video so einen ganz alten Ford Mustang so geliehen gehabt, ne? Von einem Autoverleih. Der war richtig alt, 1900 irgendwas. Und er meinte, das Lenkrad alleine zu bewegen, ist ein Weltunterschied zu zum Beispiel Autos heutzutage. Das war so richtig anstrengend, den überhaupt zu drehen. This is the $100 million car. Was das? This car is so historic and valuable that this museum representative is the only person on Earth allowed to drive it. It's only allowed to be driven on this bridge. We had cops completely close the roads, and we even had street cleaners fill in every pothole and clean the entire street to ensure that nothing damages this $100 million car. This is good. Actually, at this point, ich glaube einfach, der Staat aus Amerika arbeitet mit dem Typen zusammen, Bro, weil das ist für mich zu krass, keine Ahnung. Ich glaube, USA denkt sich, Bruder, wir haben Mr. Beast, er macht gute Werbung für unser Land, scheiß drauf, Junge, wir pushen den ein bisschen und greifen den unter die Arme. Wallah, würde mich nicht wundern. Ich meine, ich könnte es nachvollziehen, Bruder. Ist doch voll gut für das Land, wenn er da diese Videos macht und die repräsentiert und so ein Shit. Gotta be crazy! Alright, and now we're on the bridge! Oh my gosh. Look at that. $100 million barreling down the street. Oh, I keep losing my hat. So ein Idiot, Bro, hat er wieder seinen Hut verloren. The street. Oh, I keep losing my hat. He lost his hat. That's the second time. Most expensive car comes with a free hat. Come on. Come on. This is awesome. Name one thing more fun than this. Der Typ hat gar keinen Bock mehr, hat einfach nur sein Pokerface von zu Hause mitgenommen. Alright, floor it! Let's go! Oh my gosh, this is awesome! I hope you guys enjoyed the video! Let's drop a nuke on the bridge! Der Bre hat einfach seinen Animator fürs Video nochmal ein paar tausend Euro extra bezahlt, Bruder. Das Video hat 4,4 Millionen Likes, Chat. Alleine 4,4 Millionen Aufrufe, ne? Ist ein Batzen. Aber der Typ hat das in Anzahl von Likes. Bro, Mr. Beast hat alles hops genommen. Kann man sagen, was man will. Guckt euch das mal bitte an. Ihr müsst euch vorstellen, er hat eine loyale Zuschauerschaft von 100 Millionen Leuten. Guck mal bitte, 101, 108, 124, 159, 156, 154, 234 Millionen, 232 Millionen. Das ist für ihn ein Video, was schlecht läuft, Chat. 100 Millionen ist für ihn, Mann, lief nicht so gut.